Hallo, der Vorfilterwechsel an der Wasserfilteranlage AS5000FF von Aquasafe steht an. In diesem Video zeigen wir euch, wie einfach das geht. Wir benötigen die 3 Vorfilter für unsere AS5000FF und den Vorfilter-Gehäuseschlüssel. Die Aufnahmefähigkeit der Vorfilter ist begrenzt, Schadstoffe können irgendwann nicht mehr aufgenommen werden und deswegen wird ein Vorfilterwechsel empfohlen. Wir schließen zunächst den Kaltwasseranschluss unter der Spüle und öffnen den Hahn für gefiltertes Wasser, um den Druck aus der Anlage zu lassen. Abschließend ziehen wir den Netzstecker. Unser Tipp: Holt die Anlage aus dem Unterschrank hervor und setzt sie auf ein Tuch oder in eine Wanne, um einfacher an den Vorfiltern arbeiten zu können. Zudem entfernen wir vorsorglich den Schwamm aus dem Aquastop, damit dieser beim Filterwechsel nicht auslöst. Starten wir mit dem Vorfiltergehäuse 1. Wir nehmen uns den Vorfiltergehäuseschlüssel und stecken ihn von unten auf das Gehäuse bis nach oben hin auf. Machen wir das nicht, können wir abrutschen und uns die Finger verletzen. Das Gehäuse öffnen wir vorsichtig in Fallrichtung. Wir drehen das Gehäuse von Hand los und stellen es vor die Anlage. Den alten Filter können wir jetzt entnehmen und im Hausmüll entsorgen. Das Wasser aus dem Vorfiltergehäuse können wir in den Abfluss gießen. Unser Tipp: Reinigt das Gehäuse von innen mit einem trockenen und sauberen Tuch. Jetzt nehmen wir uns Vorfilter Nummer 1 zur Hand, den 5 Mikron Sedimentfilter. Wir entfernen die Folie und setzen ihn in das Vorfiltergehäuse ein. Das fertige Vorfiltergehäuse drehen wir jetzt von unten in Pfeilrichtung und gerade in das Gewinde ein und drehen es von Hand fest. Abschließend können wir mit dem Vorfiltergehäuseschlüssel das Gehäuse noch einmal nachziehen. Wir öffnen nun Vorfiltergehäuse Nummer 2 mit dem Vorfiltergehäuseschlüssel vorsichtig in Pfeilrichtung. Wir entsorgen den alten Kohleblockfilter im Hausmüll und gießen das Wasser in den Abfluss. Anschließend säubern wir das Gehäuse von innen und außen mit einem trockenen und sauberen Tuch. Nun nehmen wir Filter Nummer 2, den Kohleblockfilter, zur Hand, entfernen die Folie und setzen ihn in das Gehäuse ein. Anschließend befestigen wir das Gehäuse wieder von unten an der Anlage und drehen es von Hand fest. Und nutzen abschließend noch einmal den Vorfiltergehäuseschlüssel zum Nachziehen. Im letzten Schritt öffnen wir Vorfiltergehäuse Nummer 3 mit dem Vorfiltergehäuseschlüssel, vorsichtig in Pfeilrichtung. Wir entsorgen auch hier den alten Filter im Hausmüll und gießen das Wasser in den Abfluss. Reinigen das Gehäuse noch einmal von innen mit einem trockenen und sauberen Tuch und nehmen uns dann Filter Nummer 3, den 1 Mikron Sedimentfilter, zur Hand, entpacken ihn und setzen ihn in das Gehäuse ein. Abschließend drehen wir das Vorfiltergehäuse an der Anlage fest und nutzen den Vorfiltergehäuseschlüssel noch einmal zum Nachziehen. Der Vorfilterwechsel ist erfolgreich abgeschlossen und die Anlage kann jetzt wieder in den Unterschrank zurückgesetzt werden. Wir öffnen vorsichtig den Kaltwasseranschluss. Ist die Anlage dicht, können wir den Schwamm zurück in den Aquastop setzen. Abschließend setzen wir den Netzstecker in die Steckdose ein. Eure Anlage ist jetzt wieder betriebsbereit. Hat dir das Video geholfen? Dann freuen wir uns natürlich über einen Daumen und dass du unseren Kanal abonnierst.